Monat hatten Daisy und ich Geburtstag. 33 sind wir geworden und wir haben ganz spontan im Park gefeiert, also eigentlich einen Tag vor dem eigentlichen Geburtstag, aber ja, so an einem Sonntag hat sich das einfach ein bisschen besser ergeben, als was am Montag zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön, super entspannt, einfach in dem Park. Daisy hat richtig geile Dips gemacht und Gemüse geschnitten und alles und Obst. Und ich habe Pavlova-Kuchen gemacht. Und ja, dann haben wir so ein bisschen so ein Picknick gemacht im Mauerpark. Wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ja. So, ich habe quasi gerade den Clip gefilmt, den ihr im letzten Vlog gesehen habt. Und zwar mein kleines Sneak Peek von den Hochzeitseinladungen. Aber in diesem Vlog kann ich euch dann endlich die richtig zeigen. Zu 90% zumindest. Ich habe hier das jetzt erstmal so abgeklebt, weil ich nicht weiß, ob wir das schon so richtig preisgeben wollen, wann genau was stattfindet. Und ich nicht weiß, ob Johannes das auch so cool findet, wenn man das so richtig sehen kann. Deswegen vorsichtshalber habe ich das jetzt mal abgeklebt. Naja, jedenfalls bekommt man hier so eine Karte mit so einer wunderschönen Illustration, die ich habe machen lassen von einer Künstlerin hier in Berlin. Ihr Instagram-Profil werde ich mal in der Infobox verlinken. Ich habe nämlich seit Jahren einen Post von ihr abgespeichert, von irgendwie, ich glaube, sie hat irgendwie eine Illustration auf ihren Visitenkarten oder so und das fand ich schon so super cool vom Stil. Und dann wussten wir eigentlich schon, dass das genau zu dem passt, was wir uns so vorgestellt haben für unsere Einladungskarten. So ein bisschen dieses, ja, also so auf jeden Fall handgezeichnet, so ein bisschen unperfekt und nicht zu kitschig, aber trotzdem irgendwie mit ja, den eleganten und romantischen Elementen, damit man weiß, dass es um was Festliches geht. Und ja, das zieht sich so durch die ganze Einladung durch. Da bekommt man nicht alle, aber die Leute, die beim Standesamt dabei sind, kriegen hier noch diese Karte. Da stehen dann hier drunter noch die Standesamtdaten drin und was man da noch an dem Tag macht. Und da habe ich hier halt einfach so was ganz Simples noch gezeichnet und noch so den Rand drumherum gemacht, weil ich hatte erst eine Version ohne diesen Rand und irgendwie sah das so ein bisschen verloren aus. Und ich finde, mit dem Rand bringt das irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Und ja, dann hier einfach ganz simpel die Einladung mit den Daten, wann was stattfindet und Dresscode. Und ja, das Schöne ist einfach die Schrift dabei. Da habe ich ja schon erwähnt, dass da meine Freundin Erika mir unglaublich behilflich war dabei. Ja, Erika hat einfach eine super coole Schrift und das hat einfach perfekt gepasst. Und ja, damit habe ich dann die Einladung gemacht. Hier sieht man auch, ich habe 2 Versionen, nämlich manche Leute laden herzlich zu ihrer Hochzeit ein und laden euch herzlich zu ihrer Hochzeit ein. Weil das bekommen dann die Leute, die als Pärchen eingeladen sind, wo man auch nur eine Einladung pro Haushalt verschicken muss. Und es gibt aber auch Leute, die alleine sind oder Single und deswegen wollte ich den nicht irgendwie mit euch ansprechen. Das ist irgendwie komisch. Deswegen habe ich noch schnell eine Version gemacht ohne das euch. Das ist mir auch erst später eingefallen und ja, dann habe ich das einfach noch ein bisschen angepasst. Und das Papier ist so ein Leinenpapier, heißt das. Das ist so ein bisschen fester auch, ein bisschen mehr Gewicht. Und da haben wir auch ein paar andere probiert. Also das ist hier so mein Mock-up, was ich hier so zu Hause gedrückt habe, damit ich sehen kann, ob das irgendwie halbwegs funktioniert. Hier ist irgendwie so weißer Karton oder so. Es ist nochmal ein bisschen fester, aber ist einfach viel zu langweilig. Das wirkt irgendwie nicht so hochwertig. Dann, das war das Leinen-Sample. Und dann war hier die Version mit Biotop-Papier, heißt das. Das ist so ein bisschen gelblicheres Papier, aber glatt. Ist schon mal besser als das kalte Papier, also neutrale Papier, aber hat auch noch nicht so geflasht. Hier gab es aber dazu auch passende Briefumschläge. Aber ja, wir haben uns dann für Leinenpapier und recycelte Briefumschläge entschieden. Ja, quasi hier nochmal so in Kombination. Finde ich sehr schön, finden wir beide sehr schön, dass es einen leichten Kontrast gibt, aber beides so ein bisschen so eine Naturbeschaffenheit hat. Ja, sehr, sehr cool. Dann wird das zugemacht, Briefmarke drauf und dann in der gleichen Schrift werden dann noch die Adressen drauf geschrieben.
bekommt das jeder im Briefkasten und ich finde das einfach super schön. Man bekommt heutzutage einfach selten noch so richtig Sachen per Post, nur an bestimmten Anlässen, wie eben Hochzeit. Und deswegen finde ich, ist es was ganz Besonderes und es hat einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht, das zu gestalten. Ja, das war's jetzt erstmal. Okay, Johannes will mit mir jetzt so nach Feierabend spontan ein Eis essen gehen und ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mir irgendwie ein krasses Outfit zu überlegen oder so. Deswegen habe ich jetzt einfach zu dem einfachen normalen T-Shirt gegriffen. Das hier ist von Arcad und auch der Rock ist von Arcad. Den habe ich in dem Juni 7 Days 7 Looks Video gehabt, glaube ich. Und dazu die Chanel Ballerinas. Ich finde Ballerinas, vor allem diese, weil die so glänzend sind, machen jedes Outfit irgendwie automatisch schicker. Weil man könnte jetzt auch einfach schwarze Flipflops dazu anziehen, aber dann sieht es halt so sehr nach so Sommerurlaub aus. Und die Ballerinas machen das automatisch schicker. Und dann meine Go-To-Tasche, die von Bottega, die Vintage-Version. Und dann Sonnenbrille von Celine. Und ja, ich denke, so kann ich raus. Ja. War dann doch kein Auge vorne. Und das ist ja geil, das ist ja geil. Sie hat ja damit begründet, dass er. Und dann war ich halt. Das muss ich einmal machen, warte. Wie? Legst du dich mir an? Ich putze dich gleich nass. Bye. So? Wo drauf? Hier. Okay. Wachsweich. Ich weiß ja, dass viele von euch gewartet haben, dass es endlich mal wieder einen neuen Gutschein bei Connox gibt. Und in diesem Video habe ich jetzt endlich wieder einen neuen Gutschein für euch. Und zwar bekommt ihr 12% Rabatt mit dem Code NISI-12 bis zum 15. August. Und ja, ich zeige euch in diesem Video die Sachen, die ich hier neu gemacht habe, zusammen mit Connox. Und da könnt ihr hier im Hintergrund schon so ein paar so kleine Einblicke schon sehen, was sich da verändert hat. Aber ich werde euch das gleich nochmal von Anfang an zeigen, wie es vorher im Flur aussah und welche Veränderungen wir dann jetzt endlich gemacht haben. So sieht der Flur jetzt aktuell aus. In meinen Augen ein bisschen zusammengewürfelt und es könnte einfach ein bisschen wohnlicher sein. Das wäre jetzt die erste Veränderung. Wir haben hier so 2 Teppichläufer von Hausdoktor aus Jute. Und wir brauchten halt 2 davon, damit es halbwegs den Flur auffüllt. Aber ja, das macht es auf jeden Fall um einiges gemütlicher.
Und außerdem ist es ganz praktisch, wenn man dann hier vorm Spiegel steht mit Schuhen oder generell reinkommt mit Schuhen, dann ist es einfach nicht so laut auf dem Boden. Und ja, das ist schon mal ein guter Schritt. Idealerweise würden wir die Teppiche zentrieren, aber da müssten wir das erstmal hier so unter diese Garderobe fummeln. Und ja, das machen wir einfach später nochmal richtig. So, und dann haben wir als nächstes hier diesen Hocker bzw. diese kleine Bank von 101 Copenhagen. Das hat halt diese Steinoptik, aber es ist auf jeden Fall nicht schwer wie Stein. Ja, jetzt müssen wir als nächstes nur noch was mit den kahlen Wänden machen. Gestern war ich alleine und habe einen Film geschaut und bin dann endlich dazu gekommen, meine Magazine durchzugehen mit so Sachen, für so Sachen, die ich eventuell einrahmen könnte, weil ich habe so Bilderrahmen, wo ich stellvertretend erstmal ein paar Magazinseiten reinmache, um zu schauen, ob uns das überhaupt gefällt, so eingerahmte Sachen zu haben, bevor ich da irgendwie extra Fotos für ausdrucken lasse. Aber ja, ich bin so die Magazine durchgegangen und deswegen ist es alles ein bisschen mehr fashionlastig. So, hier habe ich noch ein paar Überbleibsel und hier habe ich noch ein paar Rahmen und hier sind jetzt die ich gestern Abend fertig gemacht habe. So, die Bilderrahmen hängen jetzt endlich alle. Und wow, ich bin krass beeindruckt, wie stark der Unterschied ist. Einfach auch vom Gefühl her, wenn man hier jetzt so lang läuft. Es ist so viel wohnlicher. Super schön. Johannes gefällt es auch. Und ja, da haben wir uns beide gefragt, warum wir das so lange nicht gemacht haben, dass wir so lange hier keine Bilder aufgehangen haben, während das Ergebnis einfach so gut aussieht. Also ja, das war dann auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Und ich finde, das passt mit dem Hocker bzw. mit dieser kleinen Minibank jetzt auch sehr gut. Ich habe hier so einen ganz alten Bilderrahmen. Ich glaube, ich muss das Licht anmachen. Ich habe hier einen Bilderrahmen, den habe ich vor 5 oder 6 Jahren in LA gekauft auf einem Flohmarkt. Den finde ich super cool. Und jetzt kommt der mal wirklich gut zum Einsatz und schön zur Geltung. Ja, finde ich sehr schön. Und auch mit dem Teppich. Wie gesagt, wir müssen das dann noch ein bisschen hier richtig unter dieser Garderobe machen. Aber ansonsten ist das auch schon mal sehr, sehr schön. Hier sehen wir die 2 Bilder jetzt mal von dieser Seite. Das sind ehrlich gesagt 2 super alte Bilderrahmen, die ich einfach die ganze Zeit aufbewahrt habe. Aber ich werde euch einfach ähnliche Bilderrahmen von Connox raussuchen mit den ähnlichen Maßen. Und dann werden die wahrscheinlich auch genauso aussehen, weil das sind jetzt keine krass speziellen Bilderrahmen. Beziehungsweise ich werde einfach gucken, dass sie die gleiche Tiefe haben. Hier haben wir jetzt auch ein Bild gemacht, um die kleine Tür von dem Sicherungskasten zu verdecken. Und ich finde es einfach ganz schön, dass da was an der Wand ist, was Dekoratives, wenn man reinkommt. Auch wenn das Motiv jetzt auch ein bisschen random ist. Also ich habe jetzt einfach irgendwie eine schöne Seite von einem Magazin genommen. Ich fand das irgendwie ganz schön in Schwarz-Weiß mit dem Holzrahmen und dem fehlenden Passepartout. Ich finde aber den Rahmen auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist hier so ein, ich glaube, ein Rahmen aus Eiche. Da werde ich euch auch einen ähnlichen Rahmen raussuchen, weil das finde ich ganz schön, wenn man die Materialien bzw. Farben bei Rahmen ein bisschen variiert. Okay, ich bin super spät dran, weil ich verabredet bin mit Daisy. Aber ich wollte noch schnell mein Outfit filmen, bevor ich losgehe. Und zwar trage ich von unten nach oben alte The Row Sandalen, dann eine Capri Leggings von Philippa K. Lustigerweise auch Philippa K Hemd, so ein Leinen-Shirt und The Row Ascot Bag. Die passen gut zu den Schuhen quasi.
Und dann trage ich eine neue Kette von Lee Studio. Und dann noch schnell die Sonnenbrille rauf. So sieht das dann aus. Also super easygoing Summer Outfit, aber irgendwie auch dressy. So, also wir gehen aus für so ein kleines Dinner. Und ja, ich muss jetzt los. Und dann wollte er Haben wir aber einen Tisch drin? Ja, drin. Ich weiß Ich gehe heute Abend seit langem mal wieder zu einem Event, einem Abendessen mit First Lauer. Und ich wollte irgendwie was Schickes anziehen, aber trotzdem bequem bleiben. Deswegen habe ich hier jetzt so eine shiny, glänzende Bluse von Totem, die hier so einen coolen Ausschnitt hat. Ein bisschen wie so eine Schleife, wie so ein Geschenk fühle ich mich. Und dann habe ich hier mal so eine ganz alte Tasche von The Row rausgekramt. Die habe ich euch ja schon mehrmals jetzt in schwarz gezeigt, aber ich habe sie tatsächlich auch in hellblau. Habe sie aber über die Jahre nicht ganz so oft getragen, weil sie eben sehr, sehr hell ist und ein bisschen empfindlich. Und naja, aber heute dachte ich, es passt mal ganz gut. Es ist auch, passt auch irgendwie ganz gut zu First Lauer. Naja, aber ich meinte ja, ich wollte es bequem halten. Deswegen habe ich dazu ganz, ganz flache Schuhe und meine Flared Leggings an von Arcad. Ja, die Hose maximal bequem und die Schuhe, die sind von The Row. Das sind so ganz, ganz flache Sandalen aus so, also das Stück hier ist so aus Seide mit so Fransen. Also ganz bequeme Schuhe, aber in schick quasi. Das ist so meine Idee dahinter. Schicke Flipflops sozusagen. Und Schmuck habe ich hier Ohrringe von Lee Studio. Da habe ich auch die passende Kette dazu, die ich sehr, sehr gerne trage. Und ja, ich denke, das passt irgendwie ganz gut zum Outfit. Ja, aber da es heute ein bisschen kühler ist, werde ich noch eine Jacke drüber anziehen. Da hängt es schon bereit, der weiße Massimo Dutti Trench. So, also mit Jacke ist zwar nicht so mein Favorite, aber ganz ohne geht es dann doch nicht. Wollte aber nicht ganz so was Dickes, Warmes anziehen, deswegen ist das so die goldene Mitte, also so ein dünner Leinen-Trench. Ja, das ist mein Outfit für heute Abend. So, wenn Zwillinge in dem gleichen, aber nicht komplett gleichen Outfit aufkreuzen. So beide beige Hose, schwarze Schuhe und so schwarzes Top. Aber die sind natürlich so ein bisschen sportlicher angehaucht. Und ich so ein bisschen schicker. Ich glaube, das fasst so unser Stil ganz gut zusammen. Also wir sind ähnlich, aber nicht ganz gleich. Same but different. Ja, richtig lustig. Oh mein Gott! So, heute bin ich verabredet mit Jordan und Anna und wir machen so ein Girls Day. Wir haben da so das Anna geschenkt zum Geburtstag, dass wir da so ein paar Sachen unternehmen. Und da ist als erstes auf dem Programmpunkt Yoga. Es gibt nämlich dieses Studio Hagios bei uns in Berlin in der Torstraße. Das sieht so super fancy aus, also es ist super krass designt und die bieten unter anderem Yoga-Sessions an, aber auch all mögliche andere Sportkurse. Und ja, dann ist das einmal Teil des Tages. Da machen wir eine Yogastunde und dann wollen wir danach
brunchen gehen zusammen und ja, mal gucken, was wir danach noch machen. Vielleicht gehen wir noch irgendwie Vintage shoppen oder bummeln. Mal gucken. Aber ja, erstmal ist die Frage, was ziehen wir an, weil ich will was anziehen, wo ich mich dann nicht unbedingt umziehen muss vor und nach dem Yoga. Soll also sozusagen für die Yoga-Session passen, aber auch für den Rest des Tages quasi. Und ja, da habe ich erstmal dieses Outfit. Das ist eine Leggings von Philippa K. So eine ganz simple schwarze Leggings, aber ich liebe einfach die Softsport-Sachen von Philippa K. einfach seit Jahren schon. Ja, ganz normale schwarze lange Leggings und das Top ist auch von Philippa K. Philippa K. Ich kann mich aber nicht entscheiden, wie ich es sage. Egal, das ist jedenfalls so ein rückenfreies Top, was man oben zusammenbindet und aus so einem Rip-Strickmaterial, also ja, so gerippt. Und ja, das fand ich irgendwie ganz cool, weil Leggings und dann ein Top und finde beim Yoga muss es aber nicht so ein Sportbra sein. Da reicht es auf jeden Fall, irgendwie so ein bequemes Top zu haben und irgendwie sieht es auch schön aus. Und dann Schuhe, also beim Yoga dann halt barfuß, aber als Schuhe werde ich dann die Ballerinas dazu anziehen und dann meinen weißen Trenchcoat. Und die zwei Sachen sind irgendwie schon so meine Schlüsselelemente, um ein Outfit ein bisschen schicker zu machen. Ja, so sieht es doch automatisch schon wie ein Outfit aus. Also es ist zwar Yoga drunter, aber es ist jetzt nicht so super offensichtlich. Und als Tasche dann die Bottega, weil die super bequem ist und da passt sehr, sehr viel rein. Ich werde zum Beispiel einen Regenschirm mitnehmen, weil die Wettervorhersage sieht nicht so rosig aus, aber hoffen wir, dass wir nicht unbedingt in den Regen kommen, wenn wir draußen sind. Aber ja, das ist dann mein Outfit. Ich finde es irgendwie ganz schön. Post-workout fit check machen. Reminds me of our Copenhagen. Yeah. So, ich bin gleich verabredet mit Jordan und Luisa, weil wir alle drei heiraten werden in der nächsten Zeit. Also bei Luisa ist es nächste Woche soweit und bei Jordan eine Woche drauf. Und dann ist es bei mir auch nicht mehr so lange hin. Und ja, da wollten wir zu dritt nochmal so ein letztes Treffen zusammen machen, um irgendwie über alle möglichen Hochzeitssachen noch zu reden, weil man will halt irgendwie anderen Leuten nicht so richtig auf den Senkel gehen mit diesem Thema, die eben nicht in der Planung drin stecken. Und ja, es ist aber so ein Thema, wo man sich sehr, sehr viel austauschen kann. Vor allem, weil wir irgendwie miteinander ganz gut relaten können. Wie sagt man das auf Deutsch am besten? Aber ja, so unsere Hochzeiten werden alle ungefähr in der gleichen Größe sein, also von der Anzahl der Gästen her, als auch vom Budget von dem Ganzen. Und ich finde, das ist irgendwie ganz wichtig, weil man ja vor allem im Internet, jetzt sieht man halt so super viele große, riesige Hochzeiten, die einfach für die meisten so absolut nicht realistisch sind. Ja, da ist es irgendwie ganz schön, sich mit Leuten auszutauschen, die sich im ungefähr im gleichen Rahmen bewegen. Und ja, das werden wir heute machen und vielleicht machen wir dann danach noch, vielleicht zwischen deren beiden Hochzeiten und
vor meiner nochmal so eine Feedback-Schleife, damit ich noch so ein paar letzte Sachen irgendwie bedenken kann. Sachen, die vielleicht doch nicht so wichtig sind oder wie auch immer. Ja, aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ja, was ich eigentlich zeigen wollte an dieser Stelle, ist mein Outfit, was ich anziehen werde. Ich finde es momentan aber super schwer, super schwierig, sich richtig anzuziehen, weil das Wetter so mega frustrierend ist. Also mal regnet es, mal ist es irgendwie sonnig und man kann sich irgendwie nicht verlassen, wie das Wetter wird an dem Tag. Aber gut, ich versuche irgendwie für alles gewappnet zu sein. Mein Outfit ist deswegen ganz wichtig, diese Gummi-Flipflops von COS, weil ich will es gern luftiger haben. Ich brauche das irgendwie. Ich brauche halbwegs offene Schuhe im Sommer, aber die können halt in den Regen kommen. Dann meine Hose von And Other Stories, die ich wieder so neu für mich entdeckt habe und ständig anhabe. Diese weite, gerippte Hose. Und dann ein Vintage-Hemd von Yves Saint Laurent. Das ist so rot-weiß gestreift. Mal ein bisschen Farbe, ne? Und dann habe ich hier eine wunderschöne Kette von Lee Studio. Die habe ich aber, glaube ich, schon mal gezeigt. MS-Uhr und ja, das hier ist ein Corali-Ring. Ich glaube, ich vergesse voll oft irgendwie den Schmuck zu zeigen, den ich trage. Ja, so viel dazu. Das ist so die Base von dem Outfit. Aber es kann halt auch nochmal kälter werden. Deswegen werde ich jetzt einfach einen schwarzen Pullover mitnehmen. Das ist jetzt einer von Arclet. Entweder schmeiße ich mir den so um oder ich werde mir den so cool umhängen. Das ist schwierig zu zeigen, nur mit einer Hand. Aber ja, so halb überkreuzt oder so ein bisschen um die Schultern, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, oder ich ziehe den halt komplett drüber, wenn es halt richtig kalt ist. Und dann Tasche, glaube ich, einfach die Bottega. Das wäre jetzt am einfachsten und unkompliziertesten. Das ist so ich weiß eigentlich nicht wirklich, was ich anziehen soll, Outfit, aber ich glaube, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke, es liegt so ein bisschen an dem Streifenmuster, an der Struktur von der Tasche und der Kette. Die machen das Ganze, glaube ich, interessant, obwohl es an sich ein super simples Outfit ist. Weite Hose und weites Hemd. Aber ja, es liegt immer an den Details. Gut, ich gehe da mal los. So ist das jetzt hier über die Schultern gebunden. Jetzt sind wir nur am Überlegen, ob wir das Bild hier drüber haben wollen
Als Johannes das drangehalten hat, sah das auch echt gut aus, muss ich sagen. Oder ob wir es halt an diese Wand haben wollen. Die bietet sich eigentlich an, weil da eben so viel Freifläche ist. Aber einerseits ist dann einfach auch nur ein Bild hier und hier irgendwie nichts. Und irgendwie ist es alles nicht so 100% optimal. Und da können wir uns irgendwie noch nicht so ganz entscheiden. Ich habe das jetzt nicht nochmal so richtig krass durchgestylt, sondern es einfach schnell befüllt. Und dann werde ich das nochmal in Ruhe richtig dekorieren und mich entscheiden, was wir mit dieser Brandsituation machen und ob hier noch irgendwie mehr Deko oder andere Sachen drauf kommen. Ich habe hier aber schon mal eine schöne Schale. Die ist auch von Hausdoktor. Die gibt es jedenfalls auf jeden Fall bei Connox. Und da war einfach der Gedanke hinter, dass ich gerne diese Metallskulptur quasi spiegeln wollte mit einer Metallschale auf der anderen Seite. Und die finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Dann gucken wir mal, wie sich so die Dekosituation noch in der nächsten Zeit entwickeln wird. Aber so ist dann erstmal der aktuelle Stand. Im Schlafzimmer haben wir hier noch eine neue Tischlampe. Das ist die Akari 3X Tischlampe. Ich liebe ja einfach diese Papierlampen, weil sie ein schönes, warmes, gemütliches Licht machen. Und das ist im Schlafzimmer natürlich sehr willkommen. Das ist jetzt hier auf unserer Kommode. Hier müssten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir das Bild an die Wand hängen. Aber das ist wahrscheinlich ein Projekt für ein anderes Mal. Und in der Zukunft überlegen wir uns auch, ob wir die Möbel vielleicht eher in so einem Holzton austauschen, weil das schon sonst sehr weiß und steril ist. Aber naja, das ist jetzt in ferner Zukunft einfach mal jetzt so überlegt. Aber ja, die Lampe ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, und da sind wir am Ende des Monats angelangt. Das war der Monat Juli. Der war auf jeden Fall wieder sehr outfitlastig. Sachen, die ich gegessen habe und welche Sachen wir in der Wohnung verändert haben. Ja, ich hoffe, es sind alles Themen, die euch interessieren. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!